Hallo, ich bin Peter. Ich wohne hier in einem ehemaligen Kesselhaus, das ich vor 20 Jahren gekauft habe und angefangen habe zu sanieren und umzubauen. Und ich würde sagen, kommt einfach mal rein in mein irrationales Chaos. Wir befinden uns hier im ehemaligen Kesselhaus der Duchmacherfabrik Scheibler. Ich habe vor 20 Jahren diese Ruine entdeckt und habe dann hier das gerettet. Ich wollte natürlich immer alles unter einem Dach haben, also Wohnung, Werkstatt, Ausstellungsraum, Atelier, und habe solche Objekte gesucht. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass ich das hier in Monschau gefunden habe. Hier sind wir in meiner Werkstatt. Ich bin Künstler und Metallrestaurator und ich habe hier jede Menge Platz in diesem ehemaligen Kesselhaus. Dann restauriere ich gerade Wasserspeier für den süddeutschen Raum. Da gibt es tollsten verschiedenen Formen für verschiedene Schlösser, Kirchen. Dann führe ich euch nach oben in mein Wohnzimmer oder Atelier. Jetzt sind wir hier in einem von meinen Ausstellungsräumen. Wir haben ja zwei, einer hier und einer hier. Zurzeit hängt alles nur von meinen Sachen an der Wand, aber wir machen hier natürlich auch wechselnde Ausstellungen mit verschiedenen anderen Künstlern und dann werden meine Bilder abgehangen. Ja, wenn natürlich keine Ausstellungen hier stattfinden, dann ist das mein Wohnzimmer. Dann können wir hier Billard spielen abends mal zusammen. Eigentlich mache ich ja immer aus gefundenen Stücke, die wollen andere Leute wegwerfen, mache ich dann neue Objekte. Und das sind jetzt meine kleinen Helfer. Das sind halt verschiedene, das ist so eine Maschinenkette. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kilometer diese Kette für die Produktionseinheit irgendwo gelaufen ist und alle dann eben großes Geld verdient haben und dann wird es weggeworfen. Das hier ist ein kleiner Raumteiler. Alles aus Resten. Die Holzteile habe ich gefunden und dann habe ich die zusammengeschraubt und dann habe ich halt hier die verschiedenen Objekte eingebracht. Das trennt hier mein Hier ist der große Besprechungstisch, wenn hart verhandelt wird. Und es fragt sich natürlich immer jeder, warum da diese Öffnung ist. Aber ist ja klar, das Kesselhaus hat ja nur zwei aneinanderliegende rechteckige Gebäudeflächen und da war ein schmaler Durchgang. Und dann habe ich das rausgestemmt und habe da auch gleich ein wenig gestalterisch mich verewigt. Hier sind wir im zweiten oder eigentlich ist das der Hauptausstellungsraum. Ihr seht, ich habe hier jede Menge Platz und deswegen kommen eben auch immer wieder Kollegen und sonst was oder wenn Besprechungen sind und dann trifft man sich dann gern hier an den großen Tisch. Das fördert natürlich schon deine eigene Kreativität auch, ne? Wenn du in so einem großen Raum mit bist und umgeben von so vielen Kunstwerken und gleichzeitig sofort in die Werkstatt gehen kannst, wenn dir was einfällt. Manchmal ist es ja so, da schläfst du und dann wachst du auf und dann geht dir was durch den Kopf. Ja, und dann springst du in die Werkstatt. Ach ja, guckt mal hier, das muss ich euch unbedingt noch zeigen. Das ist das Bild von früher, wie das in den 50er Jahren ausgeschaut hat oder noch eher. Und das hier vorne, das ist mein Kesselhaus. Und im Kesselhaus ist das Wasser heiß gemacht worden und ist dann über einen Holzsteg in die anderen Halle rüber mit dem Setdach. Und zum Bleichen, Färben der Stoffe brauchte man immer heißes Wasser. Als ich es gekauft habe, war das ja nur ein leerstehender Raum. Von unten, von der Werkstatt bis oben um das Dach war das nur ein leerer Raum. Und deswegen habe ich die Zwischendecken mit einbauen dürfen. Habe das dann alles so auch mit Denkmalamt besprochen. Und jetzt haben wir mehr Quadratmeter Fläche.
Ja, das hat zur damaligen Zeit, habe ich das natürlich für wenig Geld bekommen. Also ich habe 30.000 bezahlt und musste aber verdammt viel Geld auch da reinstecken, dann am Material und am Umbaukosten. Und was natürlich für mich immer toll ist, ist, dass diese Weitflächigkeit geblieben ist. Ne? Du siehst also immer durch die ganzen Räume, du kannst jetzt darüber gucken und der Raum verändert sich durch die Ausstellungen und wenn andere Künstler da sind, natürlich auch nochmal extrem. Dann haben wir hier meine Wohnzimmerraumküche. Also ich muss mich gar nicht weit bewegen. Da werden die Spaghettis gekocht abends, wenn wir zu mehreren sind. Dann kann ich hier natürlich meine Gäste bedienen. Auch wieder alles verschieden zusammengebaute Schränke, was ich finde. Also die können ja eigentlich alle nicht so zusammen. Ne? Die werden dann gewachst oder gebeizt. Ne? Das ist dann immer, das ist ja ein normaler Holzbalken. Ne? Und der passt natürlich dann nicht zu der. Und dann versuche ich das farblich ein wenig anzugleichen. Das sind einfach so Flaschendinger. Aber die habe ich da unten einbauen müssen, weil die Schraube hält ja das nicht alleine. Jetzt liegt der. Und ich muss ja auch immer alleine zurechtkommen. Ne? Dann können wir mal noch hochgehen zur Dachterrasse. Aber zuerst zeige ich euch noch die Treppe, die da hochgeht. Die zieht sich nämlich unten, ist sie breiter und nach oben geht sie richtig schön zu. Und alles wieder aus den OSB-Platten. Ne? Das ist ja mit 2 verschiedenen Wachsen dann bearbeitet. Eigentlich ist das ein toller Boden. Diese OSB-Holz mache ich viel damit. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da geht es dann raus zur Dachterrasse. Wunderschöne Gegend und ein Nachthimmel. Wenn es nicht bewölkt ist, hast du hier auch einen Sternenhimmel. Da kann ich euch noch die Wohnung zeigen. Das ist dann mein Küchenbereich. Eine meiner 4 selbstgemachten Betondecken. Da habe ich extra so Sachen eingelegt. Hier sieht man es auch schon an der Lampe. Hier ist noch eine Ziselierarbeit, ganz alte Technik. Zack, 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 zack. Nochmal ein Treppenhaus. Bis zu diesem Stein war hier alles vollgemüllt. Hier war alles zusammengebrochen. Und dann musste ich erst mal das alles ausräumen und dann ist erst dieser untere Raum hier entstanden. Und die Treppe hat sich direkt ergeben durch den Abriss der Mauer. Die habe ich dann gleich so abgerissen, dass ich die Treppenstufen hatte. Und da gehen wir jetzt mal hoch zum Schlafzimmer. Überall natürlich wieder mit Kunstbildern. Das Geländer habe ich natürlich auch wieder selbst gebogen, auch aus Resten. Ne? Das waren so Fehlstanzungen, deswegen sind da oben immer so Sachen eben nicht ausgestanzt. Aber ich finde, das hatte hier so seinen Reiz, dass da nicht überall Löcher drin sind. Ja, das ist noch ein alter Eisenträger, der hier drin war für irgendein Maschinenteil. Der ist natürlich dann drin geblieben. Die lasse ich immer wieder drin. Dann hier geht es zum Badezimmer. Hier. Das ist jetzt meine Schiebetür. Habe ich dummerweise ein Bild drauf gemalt. Das Bild hätte ich schon zweimal verkaufen können, wenn es nicht auf der Schiebetür wäre. Ne? Aber vielleicht hängen wir es ja mal mit der ganzen Tür auf. Ja, jetzt haben wir natürlich etwas Hochwasser, weil es so viel geregnet hat. Aber nachts kann ich sogar die Fenster aufmachen, weil ich liebe es ja eigentlich, wenn das Wasser rauscht. Aber was natürlich bei richtig Hochwasser, dann ist es schon eher auch in das Ängstliche rein. Dann schließe ich halt die Fenster. Ja, jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Hier ist dann mein Badezimmerbereich, auch wieder aus Resten hergestellt. Das sind meine Metallreste, die ich dann hier so anbringe in Die Eckwanne hatte ich schon in Belgien, die habe ich da wieder ausgebaut, dann haben wir die wieder hier angeschlossen, habe ich alles wieder gemacht. Mache ich natürlich auch viel immer selbst. Ne? Die Mauer habe ich dann einfach da so angesetzt, weil die Duschwanne ja dahinter ist. Und das ist so
Stein. Dann hast du hier diese alten Mauern, das sind jetzt diese Bruchsteinmauer. Und wenn die neu verfugt sind, dann tue ich das nochmal mit so einem Gipsputz dann zusammenmischen und dann wird das mit so einem großen Pinsel wie so eingeschwemmt in einen. Deswegen, und da kannst du dann, das ist auch wieder altes Maschinenteil von früher, vom Kesselhaus. Hier ist dann der Durchbruch, der war natürlich schmäler und dann musste ich das verbreitern, weil früher hatten wir manchmal so 60, 80er Türen bloß. Ne? Und da habe ich die breiter gemacht. Dann diese Pfeiler, die musste ich reintun, von der Statik wird das hervorgeschrieben dann. Ne? Die sind also in den Abstand, was man braucht. So, dann gehen wir jetzt mal in den Skulpturengarten. Das hier dreht sich so. Das hier dreht sich auch. Die dreht sich ja auch hier im Wind. Ob mit Vogel im Kopf oder ohne, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Da hinten ist eigentlich die Kohle drin. Das ist ja so eine alte Kohleschaufel. Und die Kupferrohre sind immer für den Blutkreislauf, für Wasserkreislauf und alles. Ne? Das ist immer, ja, und alles aus Resten. Das ist mein Thronsessel. Ah, da ist eine meiner Tänzerinnen. Der Garten hier war eine komplette Müllhalde. Hier ist ja über Jahre der Müll abgeladen worden. Jeder, der was wegwerfen, alte Autoreifen oder Matratzen. Wenn ein Haufen mal ist, kommt schon der zweite und der dritte und der vierte. Ne? Aber das hier, das sind meine Blechmodelle von der Adesenser Kunstfabrik. Da ist die Dachterrasse, die verschiedenen Räume, damit sich mein Architekt das überhaupt mal vorstellen konnte und die Baubehörde, was ich machen möchte. Mit den Zwischendecken, mit den Zwischenräumen, habe ich damals gleich ein Blechmodell gebastelt. Das ist einer meiner Lieblingsplätze hier. Da, wenn ich nämlich hier drin sitze, da kannst du das richtig aushalten hier. Ich habe immer so etwas gesucht hier, wo ich alles in einen habe. Wohnung, Werkstatt, Ausstellungsraum, Atelierräume. Ich bin eigentlich sehr glücklich hier, aber man hat natürlich auch mal Phasen, wo man sich denkt, hast dich vielleicht doch übernommen. Das war die Roomtour in der Adesenser Kunstfabrik Monschau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Und wenn ihr noch mehr Filme sehen wollt, dann könnt ihr hier klicken. Und am liebsten ist es natürlich, ihr abonniert den Kanal. Bye, bye.